Das ist Yoda, unser Fernreise-LKW, der zusammen mit uns in den letzten 2 Jahren bereits 33 Länder bereist und dabei schon über 70.000 Kilometer abgespult hat. Von tropisch heißen Regenwäldern über endlose Bergserpentinen bis hin zu kalten Wüsten auf über 4.000 Meter Höhe war eigentlich schon alles mit dabei. Man könnte also behaupten, die Testphase haben wir hinter uns gebracht. Jetzt aber genug von dem Vorgeplänkel, legen wir los mit 10 Dingen, die sich für uns bewährt haben. Der erste Punkt auf unserer Liste ist die Kabinengröße und damit meine ich die Tatsache, einen voll ausgestatteten Wohnraum zu haben. Das heißt Küche, WC, Dusche, alles drinnen, also dass man nicht gezwungen ist, draußen zu kochen oder zu duschen. Aus dem einfachen Grund, dass wir in so vielen Situationen waren, wo wir froh waren, nicht raus zu müssen. Sei es, dass es einfach nur regnet oder draußen sehr kalt oder sehr heiß ist, wo man dann eben sich entweder drin aufwärmen kann oder ein bisschen sich mit der Klimaanlage abkühlen kann. Oder einfach auch, dass man einen Haufen Fliegen, Mücken, Sandflies draußen hat, also Ungeziefer, was einem extrem auf die Nerven gehen kann. Oder auch wenn man krank ist. Also in den Momenten haben wir extrem genossen, eine große Kabine zu haben, alles drin zu haben und nicht raus zu müssen. Die komplette Ausstattung inklusive genug Strom und Wasser zu haben, hat uns einfach extrem unabhängig gemacht. Wir mussten eigentlich nie auf Campingplätze gehen und konnten Ewigkeiten einfach in der Wildnis unterwegs sein. Für 2 Personen würde natürlich auch ein bisschen was Kleineres reichen, als wir jetzt haben. Das ist gar keine Frage. Und die Nachteile, die es mit sich bringt, dass man eben zum Beispiel in manchen Ländern ein bisschen mit Kabeln und Ästen aufpassen muss, die sind für uns überhaupt nicht ins Gewicht gefallen. Die Anzahl der Male, wo ich wirklich vorne raus musste und ein paar Äste beiseite schieben oder Kabel hochheben, die haben sich definitiv in Grenzen gehalten. Der zweite Punkt ist, wir würden wieder ein altes Fahrzeug wählen. Denn es ist einfach viel leichter, wenn mal was ist, dieses Fahrzeug zu reparieren. Und es ist auch einfach überall machbar. Man braucht eigentlich keine spezialisierten Werkstätten, man hat keine Elektronikfehler und auch in großer Höhe hatten wir überhaupt keine Probleme. Punkt Nummer 3 ist das Layout und die Farbwahl im Innenraum der Kabine. Wir waren super froh über unsere Raumtrennung, dass wir hinten den Schlafraum haben, da eine Tür zwischen zumachen können und vorne dann eben in Küche und im Essbereich uns aufhalten können tagsüber. Auch, dass wir Klo und Dusche getrennt hatten, fanden wir sehr gut. Und wir sind immer noch sehr froh, dass wir Weiß als Farbe gewählt haben, weil es das Ganze einfach sehr hell wirken lässt. Die braunen Zierelemente nimmt dem Ganzen die Sterilität. Und auch die grauen Sitzkissen waren sehr dankbar, wenn immer da mal was Essen oder so raufgefallen ist, sind die Flecken eigentlich überhaupt nicht aufgefallen. Hier zu erwähnen wäre noch unser Durchstieg in die Heckgarage und die um 90 Grad zur Seite gedrehte Waschmaschine. Das haben wir total geschätzt, weil wir hinten an unsere Sachen rangekommen sind. Also da haben wir einfach ein paar Reserven oder große Jacken, Rucksäcke und wir konnten das immer vom Innenraum aus erreichen. Und das andere ist, wann immer in der Kabine was im Weg ist, dann kann man das auch mal schnell nach da hinten verbannen. Als 4. Punkt haben wir die Klimaanlage, den Lüfter und das Dachfenster im Schlafbereich angeführt. Das hat für uns super gepasst. Das Dachfenster bringt viel Helligkeit rein und in heißen Regionen ist es auch eine gute Lüftungsmöglichkeit beim Bett. In Kombination mit dem Lüfter im Wohnraum, der bei uns eigentlich fast immer läuft, um Luftbewegung zu erzeugen. Wir haben keinen Lüfter in der Dusche. War aber auch was jetzt nicht unbedingt gefehlt hat. Wir haben das Seitenfenster, dadurch haben wir eigentlich die Feuchtigkeit da immer gut rausbekommen. Ja, und die Klimaanlage sowohl im Wohnbereich als auch im Fahrzeug haben wir extrem geschätzt,
Wir hatten es oft sehr heiß und man gewöhnt sich schon auch an die Hitze, aber manchmal braucht man einfach mal so ein bisschen Abkühlung. Es ist ja nicht so, dass die Klimaanlagen jetzt das auf 20 Grad runterkühlen, aber es geht darum, dass wenn es draußen 40 Grad hat, wir hier drinnen einfach so auf um die 30 kommen und das haben wir auf jeden Fall sehr geschätzt. Unsere Empfehlung Nummer 5 ist es, möglichst viel Wasser und Strom dabei zu haben. Beim Wasser waren es in unserem Fall zweimal 200 Liter, also wir hatten 400 Liter Frischwasser an Bord. Damit sind wir mit täglich Duschen, Abwaschen, Trinkwasser bis zu 20 Tage hingekommen. Waschmaschine ist da dann nicht dabei, aber man kann das extrem lang strecken, was uns natürlich extrem autark und unabhängig gemacht hat. Beim Strom haben wir 600 Ampere-Stunden bei 24 Volt und auch das hat uns eigentlich nie limitiert. Wir haben immer genug Strom fürs Kochen gehabt. Wir haben nämlich auch kein Gas und das haben wir auch nicht vermisst. Also da waren wir froh, dass wir beides sehr groß dimensioniert hatten, sodass wir eigentlich nie eingeschränkt wurden. Der 6. Punkt ist die Trockentrenntoilette. Braucht keine Chemie, kein Wasser, ist leicht zu entsorgen, war für uns einfach perfekt. Der 7. Punkt ist ein möglichst großer Kühlschrank, denn neben Strom und Wasser ist die nächste Limitation natürlich das Essen. Wenn man einen großen Kühlschrank hat, dann kann man ganz leicht für eine Woche oder bis hin zu 10 Tage einkaufen und ist auch da wieder extrem unabhängig. Wir haben auch ein kleines Gefrierfach, das haben wir auch sehr geschätzt, da kann man nicht nur Eis in heißen Regionen, sondern auch sonst Dinge einfrieren und hat somit noch ein paar Reserven mehr. An 8. Stelle haben wir die elektrische Fahrerhauskippung notiert. Wir haben sie einfach oft gebraucht und von daher hat sie sich sehr ausgezahlt. Punkt Nummer 9 ist die Kombination von unserer elektrischen Treppe und der Durchstieg zum Fahrerhaus. Beides ist super komfortabel, die Treppe, die berührt den Boden nicht und kann von drinnen eben reingelassen werden. Und der Durchstieg bietet uns natürlich die Möglichkeit, Getränke, Essen, Kameras etc. nach vorne leicht ins Fahrerhaus durchzugeben. Zum anderen bietet die Kombination aber auch ein extrem großes Sicherheitsgefühl, denn wenn wir an einem Stellplatz sind, können wir die Treppe am Abend einfach reinlassen. Und falls wir uns mal irgendwie bedroht oder unsicher fühlen würden, könnten wir einfach ins Fahrerhaus durchsteigen und wären weg. Und der letzte Punkt auf unserer Liste von Dingen, die wir wieder machen würden, ist der Filterverbau beim Wasser. Da haben wir beim Befüllen der Wassertanks 3 Filter verbaut und einen UV-Filter und in der Küche, bevor wir das Wasser entnehmen, nochmal einen Aktivkohlefilter. Damit hatten wir einfach immer eine super Wasserqualität und konnten überall das Wasser problemlos trinken. Kommen wir nun zu den Dingen, die wir anders machen würden. Da wäre mal Punkt Nummer 1, wir würden unsere Heckgaragentüren nach oben aufklappbar machen. Also nicht jetzt wie so eine Tür seitlich zu öffnen, aus dem Grund, dass wir dann leichter an die Griffe zum Öffnen rankommen würden. Und wenn es regnet, würde es nicht gleich rein regnen. Wir haben aber eben auch schon von Leuten gehört, die es eben so haben, nach oben zu klappen, dass sie es andersrum machen würden. Also ja, auf jeden Fall, wenn wir wieder die Tür nehmen würden, würden wir auf jeden Fall darauf achten, dass der Griff zum Öffnen weiter tiefer wäre, sodass wir auch gut rankämen. Punkt Nummer 2 ist, wir würden anstatt der Backeye 360, also eine Rundumkamera fürs Fahrerhaus, lieber nur eine Rückfahrkamera nehmen. Das Ding ist nämlich, die Backeye 360 ist schon ein bisschen älter und hat nicht so eine gute Auflösung. Wir haben eigentlich auch nie diese Seitenansichten gebraucht. Von daher würden wir lieber eine nehmen, die nur die Rückansicht, aber dafür eine gute Auflösung hat. Punkt Nummer 3 ist der Kupplungsverstärker. Das ist eine Option, die X-Cab anbietet, die einen zwar das Fahren viel komfortabler macht, aber das Rangieren im Gelände ist deutlich schwieriger, weil der Kupplungspunkt viel kleiner ist und die Kupplung somit sofort kommt. Punkt Nummer 4 ist, wir würden nicht nochmal einen Algena-Boiler nehmen, denn wie ihr vielleicht gesehen habt, hat der während unserer Reise kleine Löcher bekommen und unsere Kabine geflutet. Von daher würden wir einfach einen anderen Boilerhersteller wählen.
Punkt Nummer 5 kann man vielleicht darüber diskutieren, aber wir würden sagen, eine zweite Möglichkeit zu heizen haben. Wir hatten jetzt hier bei uns nur die Dieselheizung verbaut, ohne Höhenkit, womit man halt ab über 2000 Meter nicht mehr heizen kann. Dafür hatten wir dann noch so einen kleinen elektrischen Wärmeheizer und wir haben auch den Wärmetauscher, wodurch wir dann natürlich durchs Fahren unsere Kabine warm bekommen haben. Also es hat funktioniert, aber trotzdem sagen wir, wenn man jetzt nur die Dieselheizung hat und die fällt einem dann mal auf 4000 Meter aus, dann hat man halt echt ein Problem. Von daher kann man darüber nachdenken, dass wenn man nicht zumindest so einen kleinen Heizstrahler dabei hat, dass man sich auch generell noch eine Luftheizung oder alternative Heizsysteme verbaut. Punkt Nummer 6 ist noch ein ganz kleiner Punkt. Wir haben ganz viele LED-Leuchten hier in unserer Kabine, die kaltweiß sind. Da bräuchten wir eigentlich nicht so viele. Wir würden, wenn man es machen kann, lieber mehr indirektes, warmes Licht wählen. Punkt Nummer 7 ist eigentlich ein bisschen mehr ein Diskussionspunkt. Und zwar geht es da um den Heckträger mit dem Motorrad. Wir müssen sagen, dass wir es eigentlich selten bis nie wirklich gebraucht haben. Es ist also eher ein nice to have, um in die Städte zu fahren oder irgendwie mobiler zu bleiben. Und es ist natürlich ein großer Sicherheitsaspekt. Also wenn man mal liegen bleibt irgendwo und nirgendwo, ist ein Motorrad dabei haben sicher kein Fehler. Aber es hat halt auch die Nachteile, dass man 2 Fahrzeuge verschifft, dass man größer ist und damit die Verschiffung teurer ist, dass man bei allen Ländern 2 Fahrzeuge importieren muss und das auch hin und wieder mehr Kosten generiert. Aber wie gesagt, hier ist es eher so eine Sicherheitsfrage. Gebraucht haben wir es jetzt auf der Reise wirklich ganz, ganz selten. Auch Punkt Nummer 8 ist definitiv wieder ein Diskussionspunkt. Hier habe ich die Waschmaschine aufgeführt. Einfach aus dem Grund, dass wir dadurch, wenn wir Bettwäsche und Handtücher oder generell große Dinge gewaschen haben, wir sowieso immer zu einem Wäscheservice gegangen sind. Und dann habe ich einfach natürlich auch deren alle andere Wäsche mitgegeben, die ich hatte, was die Waschmaschine an und für sich fast ein bisschen überflüssig gemacht hat. Hinzu kommt, dass wenn man sie verwendet, also eben insbesondere für große Dinge, ist es gar nicht so leicht, die trocken zu bekommen. Es regnet draußen, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 90% oder man hat gar keine Bäume, an denen man eine Wäscheleine befestigen kann. Also wenn ich nochmal über eine Waschmaschine nachdenken würde, würde ich sie in Kombination mit einem Trockner nehmen, weil Wäsche trocknen halt in dem kleinen Raum hier nicht so einfach ist, klarerweise. Wir haben sie aber trotzdem geschätzt, weil wenn man mal länger nicht zu einer Wäscherei kommt, ist es natürlich sehr praktisch, dass man einfach mal ein paar Kleinteile durchwaschen kann. Punkt Nummer 9 ist Gewichtsverteilung. Das ist natürlich was, worauf wir nicht so viel Einfluss hatten, weil wir nicht selber gebaut haben und der auch so ein Kabinenbauer durchdenkt oder in mancher Hinsicht gar nicht anders machen kann. Bei uns war es einfach so, dass wir jetzt den Dieseltank, die 2 Wassertanks und den Abwassertank alles auf einer Seite hatten, was uns halt eine leichte Neigung zur Fahrerseite gegeben hat. Wenn man die Möglichkeit hat, darauf mehr zu achten, dann würden wir eher schauen, dass man eben den Dieseltank auf der einen Seite und zumindest dann die Wassertanks auf der anderen Seite hat. Bei Punkt Nummer 10 habe ich 2 Sachen angeführt, die wir gar nicht haben, aber auch nicht vermissen. Mir ist aber nichts Besseres mehr eingefallen. Und zwar geht es da um eine Markise draußen und um eine Außenküche. Wir haben immer drin gekocht, das hat für uns immer gut gepasst, außer wenn es wirklich, wirklich heiß war, dann habe ich draußen gekocht und dafür haben wir uns einfach eine kleine Induktionsplatte gekauft, die ich hinten anstecke und dann draußen kochen kann. Das hat für uns zumindest komplett gereicht. Und der zweite Punkt, die Markise, haben wir lange am Anfang überlegt, ob wir uns eine geben lassen. Haben dann aber gesagt, wir gehen mal auf Reisen und schauen erstmal und haben dann für uns festgestellt, dass wir es wirklich nicht vermisst haben. Ja. Es ist was, denke ich, ganz anderes, wenn man ein kleines Fahrzeug hat und wieder draußen sein muss, sitzt, kocht und das Leben draußen stattfindet. Ich glaube, dann hat so eine Markise einen ganz anderen Stellenwert. Wenn man aber eben drin kocht und bei Regen reingehen kann und das Fahrzeug groß genug ist, um auch, wenn es heiß ist, Schatten zu spenden,
dann war jetzt für uns zumindest die Markise nicht notwendig. Und abgesehen von dem, was wir wieder machen würden und dem, was wir nicht wieder machen würden, zeige ich euch jetzt noch meine 5 kleinen Lieblingshelfer fürs Reisen. Da hätten wir jetzt als erstes diese Filzstauboxen hier. Die passen zumindest bei uns perfekt in die Oberschränke rein. Wenn man die rausnimmt, dann einfach allen Kram drin. Wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich euch diese kleinen Klebehelfer, die ich sehr mag, und auch einfach Klett zum an die Wand kleben, weil das ist insbesondere super, wenn man Dinge hat, die man wieder abnehmen will. Wie jetzt zum Beispiel hier das Thermometer, das hat hinten eine Batterie. Wenn ich die wechseln will, kann ich das hier einfach abmachen mit dem Klett. Hier hinten einmal die Batterie tauschen und dann habe ich es wieder dran. Ja, und eben auch sämtliche Deko-Elemente habe ich einfach mit dieser Knete hier an unsere Wände befestigt, ohne dass die irgendwie Schaden abbekommen. Die nächste Sache mag jetzt eigentlich ganz banal sein, aber ich finde diese Mülleimer hier super. Die habe ich einmal in der Küche und einmal im Bad, weil die kann man einmal so aufmachen und einmal auch so dauerhaft aufmachen, wenn man länger was reingeben will. Und sie haben eigentlich sogar eine Aufhängung hier hinten, womit ich es im Bad an der Wand befestigt habe. Oder kann man auch an so eine Schublade dann ranklemmen, dass man den jetzt hier beim Kochen hängen hat. Dann Körbe für den Kühlschrank, weil man dann einfach das viel geordneter hat und das Zeug nicht durch die Gegend fliegt. Ihr seht, unsere sind schon ein bisschen demoliert, aber das ist wurscht, egal was man da nimmt, das ist einfach sehr, sehr praktisch. Und zu guter Letzt habe ich jetzt nicht mehr hier, aber was uns sehr geholfen hat, war ein Steinschlag-Reparaturkit. Weil wir doch auch den ein oder anderen Stein in die Scheibe bekommen haben, hat uns das zumindest erstmal mal kurzfristig sehr gerettet. So, und zu guter Letzt möchte ich euch noch die Frage beantworten, ob wir uns wieder für die Kombination X-Cab-Krug entscheiden würden. Und die Antwort ist ja, würden wir. Zum einen für X-Cab, also mit dem Fahrzeug, hat für uns alles gepasst. Wenn immer was damit war, haben wir super schnell Unterstützung sowohl von X-Cab, aber auch hier mal zu erwähnen die Steyr und die X-Cab-Gruppe, als auch den Dani, dem Steyr-Spezi aus der Schweiz. Von all denen haben wir immer total schnell Hilfe bekommen und haben auch alles lösen können. Ja, muss man ja vielleicht auch dazu sagen. Ja, wir würden auf jeden Fall da wieder X-Cab wählen. Und auch bei der Kabine würden wir uns wieder für Krug entscheiden, denn auch da waren wir zufrieden. Wir hatten am Anfang ein paar Holprer, das habt ihr mitbekommen, da hat der Service für uns nicht so gestimmt. Wir sagen immer, es ist normal, dass so ein Fahrzeug und so eine Kabine ein paar Kinderkrankheiten hat, die halt ausgemerzt werden müssen. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wie man damit umgeht. Das war am Anfang nicht so gut. Wir müssen aber sagen, im Laufe der Zeit hat sich da extrem viel getan beim Service vom Krug. Bei der Reise wurden wir immer sehr gut unterstützt. Als Beispiel ist uns ja einmal die Wasserpumpe kaputt gegangen und da haben sie die vom einen Tag auf den anderen zu meiner Schwester geschickt, die sie uns dann mitgebracht hat. Also sind bei der Kabine noch ein paar Dinge zu machen, aber auch da sind wir jetzt mit Krug in Kontakt und haben schon einen Termin ausgemacht, dass die dann auch nach der Reise noch behoben werden können. Das waren also die 10 Dinge, die sich für uns bewährt haben und die 10 Dinge, die wir anders machen würden. Ich möchte dazu noch erwähnen, dass das natürlich total individuell ist und wir hier einfach nur unsere Erfahrung und Meinung darstellen. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, das in die Kommentare zu schreiben, denn je mehr Eindrücke, Ansichten, Meinungen wir zu dem Thema haben, desto besser können dann auch einfach andere Menschen davon profitieren. Danke euch und bis bald.